Gliederschmerzen, Kopfschmerzen auch so richtig extrem, 40 Grad Fieber. Wir waren einfach richtig krank. Wir haben einen Test gemacht und bei uns beiden positiv auf Malaria. 2022 haben wir uns diesen roten T3 Synchro gekauft und zum Camper ausgebaut, um damit auf unser größtes Abenteuer aufzubrechen. Von Deutschland bis nach Südafrika fahren in unserem eigenen Auto. 2000 Kilometer später in Frankreich hatten wir dann auf einmal richtig Probleme mit unserem Motor und mussten schließlich einen neuen einbauen. An diesem Punkt schien unser Ziel so weit weg wie nie zuvor. Ein Gefühl des Kontrollverlusts und das noch bevor wir überhaupt einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt haben. Eines der stärksten Bedürfnisse für uns als Menschen ist es, ein Gefühl der Kontrolle zu haben. Eines der beengendsten Gefühle hingegen ist das Gefühl des Kontrollverlusts. Nicht zu wissen, was als nächstes kommt und keinen Einfluss darauf zu haben, was gerade ist. Dieses Verlangen nach dem Gefühl der Kontrolle macht evolutionär auch Sinn. Wir gewinnen dadurch Sicherheit, verstehen, wie Dinge funktionieren, können Dinge vorhersehen und haben das Gefühl, dass wir und andere in gewisser Weise beständig sind. Was wir in den letzten Monaten gelernt haben? Reisen ist manchmal der komplette Kontrollverlust. Nachdem wir die letzten Wochen einige Kilometer in Guinea zurückgelegt haben, gönnen wir uns eine kleine Auszeit an diesem schönen Strand in San Pedro. Aus einem Tag werden 2, aus 2 Tagen werden 5. Ein Phänomen, das wir in letzter Zeit öfters beobachten konnten. Wir kommen an einen Platz, um dort 1 oder 2 Nächte zu verbringen und bleiben dann doch länger hängen. Vielleicht gerade, weil wir hier wissen, was wir haben und was uns morgen erwartet. Eine kleine Auszeit von den sich ewig ändernden Umständen, die da draußen auf uns warten. Jeden Tag eine neue Straße, neue Menschen, neue Plätze und neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Wir standen jetzt 5 Tage lang hier in diesem Paradies und haben einfach mal nichts gemacht und uns erholt von den letzten Tagen, in denen wir nur gefahren sind. Aber heute geht es dann für uns auch mal weiter. Wir bewegen uns grobe Richtung Abidjan, bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Deswegen lösen wir uns jetzt erstmal von diesem schönen Platz hier und schauen, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Okay. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen, um uns festzufahren. Hier ist voll sandig. Ich hoffe, ich muss nicht die Sandbleche runterholen. Ah, Geländegang. Easy. Easy, easy, easy. Ich liebe die Karre. Ciao! Ciao! Dankeschön, macht's gut. Dankeschön, war sehr schön hier. Danke. Gute Reise, viel Ciao. Spaß, war schön. Ich glaube, hier lässt sich's aushalten. Wir fahren jetzt einfach von einem schönen Strand zum nächsten. Sassandra liegt 270 Kilometer östlich von Abidjan, unserem Ziel für die nächsten Tage. Diesen Platz hier haben wir über iOverlander gefunden. Er wurde dort als Paradise Beach eingetragen. Ich glaube, diese Bezeichnung wird dem Ort mehr als gerecht. Wir stellen fest, dass das der schönste Stellplatz auf unserer bisherigen Reise sein muss. Ups. Man merkt auf jeden Fall, dass wir mittlerweile deutlich näher am Äquator sind. Wir haben jetzt immer über 90% Luftfeuchtigkeit und auch nachts noch 26 Grad. Das ist auf jeden Fall eine Nummer. Und ich genieße jetzt vor allem die Morgenstunden. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es nicht mehr ganz so feucht. Die Sonne kommt so ein bisschen raus und bringt so kurzzeitig ein bisschen Trockenheit. Das ist ganz angenehm auf jeden Fall. Wir haben gerade frische Kokosnüsse gebracht bekommen. Ich glaube, die sind direkt vom Baum. Man hat die jetzt so aufgehauen. Oha, die ist randvoll. Schauen, hier oben ist ein bisschen Fruchtfleisch. Tschüss. Tschüss.
Wie, du klaust den Schuh. Du bist so süß. Oh. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist Armed Angels. Ihr wisst sicherlich, dass Armed Angels unser allerliebstes Fair Fashion Unternehmen ist und dass wir uns sehr darüber freuen, dass sie uns, unsere Reise und diesen Kanal jetzt schon seit so langer Zeit unterstützen. Bei euch in Deutschland fängt jetzt bald der Frühling an, beziehungsweise er ist sogar schon da. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Wir steuern jetzt auf die Regenzeit zu, aber nichtsdestotrotz habe ich den Frühlingsanfang zum Anlass genommen, um mir eine neue Hose zuzulegen, und zwar die Novali Pants. Ich trage diese Hose in Größe S und ich liebe es, wie vielseitig man sie kombinieren kann, ob jetzt mit einem frühlingsfarbenen Top oder ganz elegant und classy. Was ich aber auch cool finde, ist das Material. Das ist nämlich super angenehm auf der Haut, auch wenn es gerade ein bisschen warm ist für lange Hosen, schwitze ich hier drin nicht, weil diese Hose aus 100% Lyocell Tencel besteht. Wie immer haben wir einen Rabattcode für euch, mit dem ihr ganze 15% auf eure nächste Bestellung bei Armed Angels sparen könnt. Ihr müsst dafür einfach TheFilmPeople15 im Checkout angeben. Wir haben euch unten den Link in die Beschreibung gepackt. Klickt da drauf, geht in den Shop, sucht euch was Schönes aus und viel Spaß beim Shoppen. Abidjan gehört zu den bevölkerungsreichsten Städten Afrikas. Der hohe Grad an Industrialisierung bringt viel Geld in die Stadt und sie ist somit die ökonomische Hauptstadt der Elfenbeinküste. Seit 1983 ist aber Yamoussoukro die offizielle Hauptstadt des Landes. Viele politische Einrichtungen und Botschaften anderer Länder befinden sich aber weiterhin in Abidjan. Nachdem wir jetzt den ganzen Tag gefahren sind, haben wir es nach Abidjan geschafft und sind jetzt hier an unserer Destination angekommen. Wir haben uns ein Airbnb gemietet für eine Woche. Ein Grund, warum wir nämlich hier sind, oder eigentlich der Hauptgrund, ist, dass wir unser Ghana-Visum hier beantragen müssen und das dauert bis zu einer Woche, bis das erledigt ist. In der Zeit müssen wir die Pässe da lassen. Deswegen haben wir das zum Anlass genommen, uns hier eine schöne Unterkunft zu suchen, mal wieder alles sauber zu machen, alles zu waschen und einfach mal abzuschalten. Und jetzt müssen wir nur noch einchecken. Zoe versucht gerade rauszufinden, wo wir genau hin müssen. Ich hoffe, wir finden es jetzt gleich. Ich bin nämlich echt erledigt. Hab's gefunden. Echt? Wir müssen noch so 50 Meter die Straße runter. Na dann. Ja, da ist unser Apartment. Wir können auch auf den Hof parken. Sehr gut. Na dann, let's go. Okay, jetzt ist frei. Jedes Mal, wenn wir bis jetzt ein Airbnb gebucht haben, hatten wir immer Schwierigkeiten damit, es zu finden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber jetzt haben wir es. Jetzt geht's los. Ich freue mich. Das weg? Bildschirm. Zuerst du weg. Ich hab Angst. Los jetzt. 1, 2, 3, Peace. Pretty good? Okay, wir haben einen Test gemacht und wir haben das bei uns beiden positiv auf Malaria und die Symptome, die wir beide haben, treffen auch ziemlich gut zu. Malaria ist eine ernstzunehmende Krankheit, die in tropischen Regionen durch Mücken übertragen wird. Die Krankheit ist im Subsahara-Afrika weit verbreitet und führt immer noch zu vielen Todesfällen jedes Jahr. Zum Glück sind wir vorbereitet und haben das richtige Medikament in unserer Bordapotheke dabei. Die nächsten 4 Tage ist eigentlich alles egal. Während der schlaflosen Nächte und sich in die Länge ziehenden Tage wandern wir zwischen Bett und Sofa hin und her. Im Hintergrund läuft Netflix oder ein Hörbuch gegen die Langeweile. Wir schaffen es gerade so 3-mal am Tag mit Lotta rauszugehen. Die spürt, dass es uns nicht gut geht und so ruhig ist wie noch nie. Die Tage vergehen und es wird langsam besser. Tag 12 in unserem Airbnb und heute wollen wir mal ein paar Sachen erledigen. Auf geht's in die Stadt.
Das Ende naht nämlich Das Ende naht. von unserer Zeit hier. Ist es hier heiß. Schnell die Fenster runter. Wir müssen immer hupen, wenn wir hier raus wollen, damit uns jemand das Tor aufmacht. Das ist eine Schramme. Merci. Abidjan ist eine riesige Stadt. Was haben wir gestern gelernt? Hier wohnen 7 Millionen Menschen. Also wirklich unvorstellbar groß. Und hier gibt es einfach alles. Also hier gibt es wirklich alles. Und diese Stadt ist wirklich einfach sehr, sehr riesig. Es gibt Stadtautobahnen hier. Man fährt teilweise echt sehr lange, um von einem Ende zum anderen Ende der Stadt zu kommen. Dazu kommt natürlich, dass hier einfach auch sehr viel Verkehr ist. Wie in jeder afrikanischen Großstadt, in der wir bis jetzt waren, ist einfach ziemlich viel los. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es hier in Abidjan ziemlich gut geregelt ist und dass man hier sehr gut durchkommt und dass der Verkehr nicht zu vergleichen ist mit zum Beispiel Dakar im Senegal, wo man wirklich viel im Stau steht. Ich habe das Gefühl, dass es hier deutlich besser funktioniert und alles irgendwie ein bisschen organisierter ist. Wir waren erfolgreich. Wir haben Luftfilter gefunden, die haben wir schon seit Dakar gesucht und jetzt haben wir Seit endlich... Dakhla sogar schon. Stimmt. Jetzt haben wir endlich welche gefunden. Wir haben direkt 2 genommen. Yes, So, nice. kann der nächste Ölwechsel kommen. Bald. Wir konnten jetzt gerade noch eine weitere Sache abhaken und zwar haben wir uns eine neue Versicherung besorgt. Das ist ganz cool hier in Westafrika. Es gibt, die Versicherungen sind meistens länderübergreifend. Die letzte Versicherung haben wir an der Grenze zum Senegal geholt und die war jetzt für alle Länder seitdem gültig und die ist jetzt heute ausgelaufen. Deswegen haben wir uns jetzt quasi die gleiche Versicherung nochmal geholt und die gilt jetzt bis Kamerun. Also jetzt in Ghana, Togo, Benin, Nigeria und Kamerun können wir jetzt diese Versicherung nutzen und müssen jetzt nicht in jedem Land wieder eine neue kaufen. Das ist ganz angenehm, weil das dann eine Sache ist, die einfach wegfällt, die man nicht an jeder Grenze nochmal neu organisieren muss. Und wir sind jetzt wieder für 3 Monate ausgestattet. Okay, heute ist unser letzter voller Tag in unserem Airbnb. Das heißt, wir müssen morgen wieder hier in unseren kleinen Bus einziehen. Und bevor wir das machen, wollen wir nochmal richtig aufräumen da drin. Außerdem müssen wir unsere Markise reparieren. Die ist nämlich beim letzten Sturm kaputt gegangen. Das ist der gute Scheiß vom Set. Na, immerhin eine Sache erledigt. Ging schneller als gedacht, man muss es einfach nur machen. Jetzt müssen wir nur noch diese Karre putzen. Schaut euch mal unser Bettlaken an. Sieht man, wie braun das ist? Und so war das mit all unseren Klamotten und der Bettwäsche und allem. Und das ist, was ich meine, wenn wir meinen, dass es irgendwie ein bisschen eklig im Bus teilweise ist. Und das ist aber halt irgendwas, was beim Overlanding halt irgendwie so ein bisschen dazugehört. Und da merken wir auch ganz krass den Unterschied zu vorher, als wir im Sprinter gewohnt haben und durch Europa gereist sind, wo wir immer Waschmaschinen zur Verfügung hatten und wo wir einfach immer so, ja, schon deutlich mehr Komfort hatten. Komfort. Und das ist halt einfach hier was anderes. Und man muss die Hygienebedürfnisse stark runterschrauben. Also vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals in einem Bett schlafe, was so aussieht. Aber wir haben ein neues Bettlaken gekauft jetzt, also das kann in die Tonne. Die letzten Tage haben gut getan. Nachdem wir fast eine Woche nur rumgelegen haben, konnten wir endlich wieder Dinge in die eigene Hand nehmen. Das Gefühl der Kontrolle wiederherstellen. Reisen ist der absolute Kontrollverlust. Du weißt nie, was dich wirklich erwartet. Das haben wir in den letzten Tagen mal wieder an uns selbst zu spüren bekommen. Auch wenn wir als Menschheit nach diesem Gefühl der Kontrolle streben, werden wir sie doch nie wirklich erreichen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht um die Macht, die mit Kontrolle einhergeht, es geht um das Gefühl, darum sich selbst zu versichern, dass irgendwie alles funktionieren wird, dass wir nicht hilflos sind. So, wir haben ja einen
ganz besonderen Ort gefunden. Und zwar gibt es hier in Abidjan ein Specialty-Café mit gutem Kaffee. Wir waren vor ein paar Tagen schon mal hier und wir müssen einfach nochmal wiederkommen. Wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann wisst ihr bestimmt, dass wir ganz große Kaffee-Fans sind und dass diese Liebe zu Kaffee in den letzten Monaten ganz schön zurückstecken musste, weil wir einfach nicht mehr den Kaffee gefunden haben, den wir gerne trinken. Wir haben jetzt in den letzten Wochen sogar teilweise Instant-Kaffee getrunken. Das hätte ich vor ein paar Monaten auch noch nicht gedacht, dass wir das mal machen. Ja, aber hier haben wir jetzt einen Café gefunden, wo es einfach erstens richtig guten Kaffee im Ausschank gibt und wir halt auch uns wieder ein bisschen was auf Vorrat mitnehmen können, verboten. Und das ist richtig schön. Als wir hier vor ein paar Tagen das erste Mal waren, war ich so happy. Ja. Ich freue mich jetzt auch voll, dass wir hier sind und dass es halt so einen Ort hier gibt. Fühlt's lecker. Und für mich gibt es einen Filterkaffee, ein Äthiopier. Das ist richtig gut. Na, was machen wir da? Wie bitte? Kaffee kaufen. Happy? Yes. Also wir haben jetzt eine Woche lang auf das Ghana-Visum gewartet und jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt um 14 Uhr unseren Termin, um das Visum abzuholen. Ich hoffe, Zoe kann das jetzt alleine machen, dass ich hier mit Lotta im Auto sein kann, weil es ist nämlich wieder sehr, sehr warm. Es sind im Moment um die 30 Grad, nur 30 Grad. Wir hatten in Senegal hatten wir immer 35 Grad, aber dafür haben wir hier eine Luftfeuchtigkeit von 90% und das ist meiner Empfindung nach, sind 30 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit deutlich schlimmer als 35 Grad und trocken. Ja, deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass ich nicht auch noch mit rein muss. Sonst müssen wir nämlich nacheinander gehen, weil wir können die Tür einfach nicht zumachen. Sobald wir das Fenster zumachen, wird es hier einfach viel zu heiß. Got it! Nice. Ghana-Visum. 3 Monate, oder? 3 Monate, ja. Okay, dann nichts hier raus aus der Stadt. Okay, let's get out of here. Wir haben jetzt ganze 14 Tage in Abidjan verbracht. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur eine Woche bleiben, aber dadurch, dass wir dann Malaria hatten und 4 Tage komplett flach lagen, haben wir dann noch eine Woche dran gehängt und ich muss sagen, das hat richtig gut getan. Einfach weil wir diese Wohnung hatten und da einfach so einen Rückzugsort hatten, der angenehm war, wo wir uns nicht um nichts kümmern mussten, wo wir Wasser hatten, eine Dusche, eine Küche, Waschmaschine, Klimaanlage und so weiter. All das, was wir halt normalerweise ja nicht haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt diese kleine Auszeit uns auch gegönnt haben. Ja, also jetzt immerhin auch schon 7 Monate on the road, haben wir festgestellt. Das ist auch echt krass. Und von diesen 7 Monaten haben wir genau 5 Tage hatten wir ein Airbnb in Dakar und jetzt halt diese 14 Tage hier und den Rest haben wir halt wirklich immer im Auto geschlafen. Und außerdem in 2 oder 3 Tagen leben wir seit 2 Jahren on the road. Ja, crazy. Krass, oder? Da haben wir ja schon lange, bevor wir hier auf diese Afrika-Reise gestartet sind, schon in einem Auto gewohnt. Ja, das ist schon ganz schön lange Zeit. Und da sind die Bullen, deswegen mache ich mal lieber runter. Wenn Reisen, zumindest unsere Art zu reisen, also der absolute Kontrollverlust ist, warum machen wir das dann überhaupt? Wenn wir als Menschen doch immer nach dem Gefühl der Kontrolle verlangen. Vielleicht tun wir es, weil wir uns bewusst in einen Ausnahmezustand versetzen wollen. Ein Zustand, in dem wir uns für eine Weile treiben lassen können. Weil Kontrolle auch Verantwortung ist. Und weil es manchmal gut tut, Verantwortung abzugeben. Im Großen und Ganzen geht es um die Balance zwischen diesen beiden Extremen. Auf einer langen Reise wie dieser müssen wir diese Balance immer wieder herstellen, weil sonst der Ausnahmezustand zur Normalität wird.